Die meisten Leute in der Schweiz haben etwas Gold. Und wenn es auch nur ein Goldpfräneli oder ein kleiner Barren ist. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie solches Anlagegold in der Schweiz verkaufen, dann ist dieses Video genau richtig für Sie. Was sollte ich beachten beim Verkauf von Gold? Wie finde ich heraus, wie viel ich für mein Gold bekommen sollte? Wo verkaufe ich mein Gold am besten? Mein Name ist David Leander von Premiesec.ch und ich kläre mit Ihnen heute in diesem Video diese Punkte. Egal aus welchem Grund man Gold verkauft, es gibt einiges, das man erst wissen sollte. Beim Verkauf von Gold sollte man zwischen Altgold und Anlagegold unterscheiden. Als Altgold zählt Zahngold, kaputter Schmuck oder alter unmodischer Schmuck. Diese Stücke werden normalerweise eingeschmolzen, da sie nicht wieder verkauft werden können. Für Altgold wird vom Altgoldankäufer der Goldpreis berechnet, davon aber noch ein Schmelzzuschlag und eine Bearbeitungsgebühr abgezogen. Münzen, Medaillen und Goldbarren sind Anlagegold und werden normalerweise nicht eingeschmolzen. Außerdem sind sie nicht Modeströmungen unterworfen, weshalb sie einfach wieder verkauft werden können. Aus diesem Grund sollte man Münzen, Medaillen und Goldbarren keinesfalls unter den Goldpreis verkaufen. Wie verkauft man Goldbarren? Goldbarren sind das Anlageprodukt schlechthin. Um die Kosten für die Herstellung möglichst gering zu halten, wird bei der Herstellung auf aufwendige Verzierungen verzichtet. Dadurch ist der Aufpreis auf den Goldpreis hier oft geringer als bei Münzen. Goldbarren können problemlos bei Banken, vertrauenswürdigen Goldhändlern oder auf Premiesec.ch verkauft werden. Wie kann man Anlage-Goldmünzen verkaufen? Anlage-Goldmünzen sind im Unterschied zu Barren aufwendiger gestaltet und werden darum auch teilweise gesammelt. Da die Produktion arbeitsintensiver ist, ist der Preisaufschlag hier auch etwas höher als bei Barren gleichen Gewichts. Bei älteren Anlage-Goldmünzen ist davon abzuraten, diese der Bank zu verkaufen. Wenn es sich um besonders rare oder wertvolle Stücke handelt, fehlt dem durchschnittlichen Bankangestellten die Kompetenz, den Wert festzustellen. Hier sind spezialisierte Händler oder Verkaufsplattformen wie Premiesec.ch besser geeignet. Was sollte man beachten, wenn man alte Goldmünzen verkaufen will? Sollten Sie im Besitz von einer oder mehreren alten Goldmünzen sein, welche nicht in der Produkteliste von Premiesec.ch gelistet ist, so handelt es sich dabei möglicherweise um eine Münze mit Sammlerwert. In diesem Fall sollten Sie sich an einen renommierten Händler oder ein auf Numismatik, das ist der Fachbegriff für Münzkunde, spezialisiertes Auktionshaus wenden. Da haben Sie die besten Chancen, einen fairen Preis für diese Sammlermünze zu erhalten. Sie sollten sie auf keinen Fall bei einem Altgoldhändler oder auf einer nicht spezialisierten Handelsplattform verkaufen. Wie ermittelt man den Preis von Gold? Bevor man Gold verkauft, egal ob Münze oder Barren, sollte man sich erstmal klar werden, wie viel man verlangen kann. Gold ist ein wichtiges Handelsgut und Anlagegold ist genormt. Es ist einfach, den Wert zu bestimmen. Den aktuellen Goldpreis findet man sowohl in der Tageszeitung als auch im Internet auf verschiedenen Seiten. Bei Barren, die über eine Gewichtsangabe verfügen, lässt sich der Wert ganz leicht berechnen. Wenn man den Kilogrammpreis von Gold im Internet gefunden hat, muss man diesen durch 1000 dividieren und mit der Anzahl Gramm des Barrens multiplizieren. Die üblichen Anlagemünzen wie Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf und andere haben das Feingewicht, also das Gewicht des reinen Goldes in der Münze, aufgeprägt. Entweder in Unzen, oft englisch abgekürzt als OZ, oder in Gramm. Eine Unze entspricht übrigens 31,1034 Gramm. Bei Münzen, die über kein aufgeprägtes Feingewicht verfügen, ist es etwas schwieriger. Einfach wägen funktioniert nicht, da eine Münze nicht nur aus Gold bestehen muss, sondern auch noch andere Metalle zulegiert haben kann. Das Feingewicht von Münzen wie Dukaten oder Goldpfräneli bestimmen Sie einfach, indem Sie alles, was auf der Münze steht, googeln. Dadurch finden Sie verschiedene Quellen im Internet, auf denen das Feingewicht angegeben ist. Um den Wert einer Münze zu berechnen, müssen Sie also nur den Kilogrammpreis von Gold durch 1000 dividieren und mit dem Feingewicht der Münze multiplizieren.
Alternativ kann es auch hilfreich sein, die An- und Verkaufspreise von Händlern und Banken zu vergleichen, die im Internet publiziert sind, um eine Ahnung vom Wert des Goldes zu bekommen. Soll man Gold an die Hausbank oder einen Goldhändler verkaufen? Für den Goldhandel ist die Hausbank oft der erste Ansprechpartner und natürlich eine Option. Aber auch spezialisierte, renommierte Edelmetallhändler kaufen Gold an. Beim Verkauf von größeren Beständen können beide den Vorteil bieten, dass man das Gold schnell verkaufen kann. Die Annehmlichkeit, mit einem vertrauten Institut zu handeln und sein Gold schnell verkaufen zu können, kann aber einen hohen Preis haben. Man sollte unbedingt überprüfen, ob das Angebot nahe am Goldpreis liegt. Bei Altgold-Aufkäufern, die von Zeit zu Zeit Wurfsendungen in die Briefkästen verteilen, ist höchste Vorsicht geboten. Auch wenn sie auf den Wurfsendungen mit angeblichen Höchstpreisen locken, gibt es viele schwarze Schafe, die viel zu wenig bezahlen. Wenn Banken und Händler kleine Mengen Gold verkaufen, verlangen sie teilweise sehr hohe Aufschläge. Wenn man nun also sein Gold, statt es an die Bank oder an einen Händler zu verkaufen, an einen anderen Anleger verkauft, kann man selbst einen Teil dieser hohen Aufschläge verlangen. Dadurch verkauft man das gelbe Edelmetall für einen wesentlich höheren Preis und der Käufer spart auch noch Geld. Ein Gewinn für alle Beteiligten. Am besten findet man Edelmetallanleger auf premisec.ch. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, lassen Sie einen Daumen hoch da, abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie mal auf premisec.ch rein.